Heute habe ich einen Tipp für dich und zwar geht es um Üben mit dem Übedämpfer. Solltest du in einer Wohnung oder wo auch immer regelmäßig mit einem Übedämpfer spielen, dann kann es passieren, dass man zu viel Druck aufbaut. Der Effekt, der daraus entsteht, sollte man zum Beispiel in einer Orchesterprobe, im Unterricht oder dann wieder offen spielen können, hat man ein komplett anderes Spielgefühl. Töne rasten nicht ein, man gibt etwas mehr als notwendig, wird dadurch wieder schneller platt. Die Intonation passt nicht, man arbeitet mehr mit dem Ansatz. Das hat wieder zur Konsequenz eben, dass man schneller müde wird. Also achte mal drauf, wenn du mit dem Übedämpfer regelmäßig üben solltest, dass bei deinem Spiel die Lautstärke immer so gewählt ist, dass der Ansatz erstens mal dicht hält, keine Luft an den Seiten vorbeiströmt. Ich zeige dir das mal. Jetzt war alles dicht und jetzt zeige ich dir einmal, wie es sich anhört, wenn Luft rausströmt. Hier ist es nicht ganz dicht und eventuell hast du es auch übers Mikrofon jetzt gehört, da entweicht Luft. Also nimm die Lautstärke etwas zurück und du wirst merken, okay, der Ansatz, das Lippenmaterial hält stand, die Luft geht von Mundhöhle über die Lippen ins Instrument, ohne eben hier einen Druckverlust zu haben. Jetzt gibt es noch einen Indikator, der ist auch sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn du lauter spielst, als was der Übedämpfer letztendlich dann durchlässt, hat man einen Gegendruck. Und das äußert sich dann automatisch wieder in unserem Hals. Nämlich hier entsteht dieser typische Kloß im Hals, dieses typische Druckgefühl. Wenn man zum Beispiel mal einen Ton aushält, ist alles in Ordnung. Jetzt mit dem Crescendo. Und jetzt merke ich, da kommt was. Und jetzt habe ich den Kloß. Also im Forte kann ich mit diesem Dämpfer nicht spielen, weil einfach der Gegendruck zu stark ist. Mein Hals automatisch dieses Enge bekommt. Und dadurch trainiere ich letztendlich dann auch wieder Blockaden ein. Also ist es immer Vorsicht geboten, wenn du mit Übedämpfern spielst, dass du dich in der Lautstärke etwas zurückhältst. Mezzo Piano, maximal Mezzo Forte sind deine Lautstärkenstufen, mit denen du dann eben beginnen solltest, mit deinem Übedämpfer zu trainieren. Natürlich ist es so, du gewöhnst dich an deinen Übedämpfer. Das Problem ist aber, man möchte natürlich auch mit diesem einen wunderbaren, schönen Klang erzeugen. Man gibt etwas mehr und arbeitet automatisch gegen sich. Und du hast das Problem, beim offenen Spiel auf einmal kommen dann Probleme. Ich hatte das auch eine Zeit lang, habe bei mir in der WG geübt, eben damit Übedämpfer. In 2 Wochen nach den Herbstferien damals in der Studienzeit. Erste Ensembleprobe, Intonation Katastrophe, Spielgefühl Katastrophe. Die Kollegen fragen dich, wieso spielst du denn so laut? Das war einfach durch den Übedämpfer antrainiert und deswegen eben dann das Problem. Das heißt für mich dann, eine Woche wieder offen spielen, Lautstärke auf Mezzo Piano reduzieren, damit sich einfach wieder ein natürliches Spielgefühl eingewöhnen konnte, ich eintrainieren konnte und dementsprechend ging es dann auch weiter. Also sei immer mit Bedacht bei der Sache und immer auf der Hut, wo entsteht Druckentweichung hier an den Lippen, wo entsteht der Kloß im Hals, ist es eventuell bei dir so, sind andere Verkrampfungen eventuell zu spüren. Achte immer drauf, dass es möglichst locker weich passiert, das Ganze. Und wie gesagt, immer eine Lautstärkenstufe reduziert, damit du eben hier auch dir keine Blockaden antrainierst. Sag mir deine Erfahrungen und schreib diese gerne in die Kommentare an. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.